Unser Mobil ist wieder top in Ordnung. Reparatur hinten an der Stoßstange ist erledigt. 2 Wochen war es dafür bei Vario in der Werkstatt. Auch andere Garantiearbeiten sind gemacht worden. Alles top. Und deshalb können wir Richtung Spanien starten. Und da gibt es jetzt ein paar Informationen dazu. Herzlich willkommen. Wir haben Ende Oktober, gutes Wetter, es regnet nicht, die Sonne kommt zwischendurch mal durch und ja, da freut man sich, wenn man dann beim Einpacken ist, wenn das Wetter entsprechend gut ist. Ja, wir haben das meiste eingeladen. Was nimmt man mit? Immer viel zu viel. Bei uns ist es nicht anders wie bei anderen auch, was die Klamotten betrifft. Naja, wir gucken schon, aber trotzdem, die Kleiderschränke sind immer bis an den Rand voll. Dann nehmen wir natürlich auch so ein bisschen was an Lebensmitteln mit für die ersten Tage. Und wir nehmen Dinge mit nach Spanien, die wir ja dort nicht finden, nicht kaufen können. Da gehört der Kaffee zum Beispiel dazu, den wir gerne trinken. Da nehmen wir eine ganze Menge mit, damit wir da vielleicht kommen wir damit, die 5, 6 Monate sind wir ja in Spanien unterwegs, da reicht dieser Kaffee, den wir da eingepackt haben, aus. Und sonst gibt es noch so ein paar Dinge, die wir gerne nutzen und die haben wir auch eingepackt. Vielleicht noch mal ein paar Informationen zu Umweltplaketten. Es gibt für Frankreich eine, ich habe sie vorne an der Scheibe, sollte man haben, kann man im Internet sich bestellen, kostet ca. 5 Euro. Weiß nicht, ob man die überhaupt irgendwo braucht. Auf der Autobahn glaube ich eher nicht. Es gibt Umweltzonen in Frankreich. Wie dort genau die Bestimmungen sind, weiß ich nicht. Aber wenn man so eine Plakette hat, kann nicht schaden, falls da mal irgendwo was kommt oder man irgendwo durchfahren muss, wo das Pflicht ist. In Spanien gibt es jetzt auch neuerdings Umweltplaketten. Ich habe dazu auch schon mal einen kurzen Bericht gemacht. Ich verlinke den hier nochmal. Da könnt ihr euch das nochmal anhören, was da gibt. Muss man aber nicht direkt eine Plakette haben von Spanien als Ausländer, sondern dann kann man die deutsche oder auch eine französische oder österreichische, ich weiß nicht genau, ob das in Österreich eine gibt, aber die Plaketten kann man dort auch verwenden, sind dort auch gültig. So habe ich es zumindest gelesen. Welche Route fahren wir? Wir werden also ganz normal, was heißt normal, aber eben für uns als Norddeutsche über Luxemburg fahren, dann weiter Richtung Nancy, dann Lyon und dann Richtung Mittelmeer. Und werden dann, ja, vielleicht behalten wir uns auch ein paar Tage noch in Südfrankreich auf. Wissen wir im Moment noch nicht genau. Hängt alles ein bisschen vom Wetter ab. Dann geht's rüber nach Spanien. Dort haben wir uns schon ein paar Ziele angeguckt. Wir wollen also da oben an der Costa Brava vielleicht einige Tage bleiben. Mal schauen. Und dann geht es Step by Step weiter runter nach Spanien, weiter Richtung Süden, Südwesten. Und ja, reserviert haben wir im Prinzip nirgendwo, doch einmal haben wir reserviert, und zwar Weihnachten, Silvester, da wollen wir an einem Platz sein und nach Möglichkeit auch Silvester feiern mit Freunden. Unsere besten Freunde sind ja in Spanien schon jetzt, Horst und Lisa, und mit denen wollen wir gemeinsam gern Silvester feiern, und das werden wir auf dem Stell- und Campingplatz in Mazaron, Aya Camper Mazaron machen. Dort werden wir Silvester verbringen, dort haben wir ein Zeitfenster oder haben reserviert. Ich glaube, vom 20. Dezember bis 15. Januar ist das, und in dieser Zeit werden wir dort sein. Alles Weitere ist offen. Wir schauen mal, wo wir einen Platz finden, und wir werden auf jeden Fall auch noch zum Camping Mar Azul fahren. Das wird aber dann erst im Januar dann sein. Mal schauen, wann wir da ankommen und wie es dann so weitergeht. Jetzt muss ich aus dem Off eingreifen, und zwar hat sich hier einiges verändert, und zwar feiert der Camping Mar Azul sein 10-jähriges Bestehen, und da wollen wir natürlich gerne dabei sein, und das ist am 26. November 2024, und somit haben wir uns entschieden, am 20. November beim Camping Mar Azul zu sein,
und um dort dann mitzufeiern. Und dort werden wir dann bis zum 20. Dezember bleiben und dann geht es wieder ein Stückchen zurück und zwar dann nach Mazaron. Habe gerade Wasser getankt, Frischwasser getankt, circa 200 Liter. Ich tanke immer so viel oder nehme immer so viel mit, dass wir so 3 Tage mindestens damit hinkommen, damit wir dann, wenn wir wieder einen Stellplatz anfahren, dort wo es Wasser gibt, tanken wir wieder auf und lassen das Grauwasser und Fäkalien dann ab. Ich habe mir schon einige Stellplätze ausgesucht, die ich nutzen will Richtung Spanien, also sprich Frankreich. Wir werden versuchen, auch ein paar neue Plätze, nicht immer die wir schon kennen, anzufahren. Mal schauen, ob es klappt, ob wir immer was Gutes finden und auch Platz ist dort. Denn ich habe so gelesen, dass doch auch in der letzten Zeit die Stellplätze Richtung Spanien, also sprich in Frankreich, schon recht voll sind. Sind also wohl schon eine ganze Menge Camper unterwegs Richtung Spanien. Ja, dann muss man natürlich die spanische Gasflasche anschließen. Die ist voll, die habe ich mir im Frühjahr, als wir von Spanien zurückgefahren sind, voll mitgebracht. Die schließe ich gleich an und werde sie dann auf der Fahrt schon nutzen. Das heißt, ich gehe davon aus, bis Spanien hin reicht sie auf jeden Fall. Und ist sie leer, habe ich einen Gastank. Da sind ungefähr 3 Flaschen drin in dem Gastank. 11 Kilo Flaschen und dann nutze ich den Gastank, also übergangsweise. Und sobald ich in Spanien irgendwo eine Tankstelle finde, wo ich die Flasche tauschen kann, tausche ich sie. Wichtig ist natürlich, dass man den Adapter dabei hat. Kann ich nur jedem raten, kauft euch den gleich. Hier in Deutschland habt ihr ihn da, wenn ihr nach Spanien fahrt und mit einer spanischen Flasche arbeiten wollt. Wichtiger Punkt ist, das muss ich jetzt auch vielleicht nochmal sagen, dass man Propangas Flaschen nimmt. Man kann Butan nehmen, Butan verbrennt aber nicht sauer, hat eine sauber genug, hat eine höhere Energiedichte, aber besser ist Propan zu nutzen. Und das erkennt man an diesem schwarzen Strich, der hier an der Flasche ist. Ja, was gibt es da sonst zu sagen? Ja, ich nehme nur eine Flasche mit, also ich kann eigentlich 2 Flaschen reinstellen in das Gasfach, aber eine reicht mir. Und wie gesagt, ich tausche immer hin und her, sobald sie leer ist. Nochmal eine Information zum Adapter hier, der Anschluss der spanischen Flasche. Hier ist so ein Ring dran an dem Adapter, den zieht man zurück und erst dann kann man den über den Anschluss der Flasche stecken. Und dann auch noch ganz etwas wieder zurückdrücken. Zack, jetzt habe ich den so, jetzt merkt man richtig, jetzt ist er eingerastet, jetzt sitzt er fest und kann nicht mehr weg. Und hier kommt natürlich der deutsche Anschluss der Flasche, wird hier dran geschraubt. Auch ein Auto nehmen wir dieses Jahr nicht mit. Haben wir sonst ja die Jahre vorher schon mal gemacht. Die letzten 2 Jahre glaube ich nicht. Warum machen wir das? Weil wir gesagt haben, wir wechseln gern Plätze, wissen nicht genau, wo wir hinkommen. Und manchmal ist es dann mit Anhänger und Auto schwierig. Und somit haben wir gesagt, lassen wir ein Auto und Anhänger zu Hause. Wir haben ja die guten E-Bikes hier. Mit denen kommen wir auch überall hin, wo wir wollen. Und wenn es dann mal sein muss oder wir einen größeren oder längeren Ausflug machen wollen, dann kann man sich auch ein Auto mieten, was in Spanien kein Problem ist. Also insofern werden wir nur mit den Fahrrädern hinfahren. Wir hatten in Vorjahren ja auch schon Motorroller mit. Beides bekommen wir aber nicht in die Garage hinein. Das heißt, entweder Fahrräder oder Motorroller. Vorher hatten wir kleinere E-Bikes, konnte man zusammenklappen, da ging das noch, aber mit diesen großen, die kann man nicht zusammenklappen, da würde das nicht passen, Motorroller und E-Bikes. Also nehmen wir die E-Bikes mit. Für alle, die uns folgen möchten auf unseren Reisen, wir sind bei Polar Steps. Da kann man sich eine kostenlose App runterladen. Und wenn ihr dann Hartmut Conrad eingebt, dann findet ihr uns und dort dokumentieren wir unsere Reisen. Also sind jetzt schon einige Jahre, die wir mit dieser App arbeiten, um auch selber für uns die Reisen festzuhalten. Sind einige Bilder und Informationen zu den Stellplätzen meistens dabei.
Gerne gebe ich nochmal den Hinweis auf die Haco-App. Dort findet ihr meine Videos und auch meine Stellplatzkarte. Für alle, die jetzt losfahren Richtung Spanien, ihr könnt gerne auf meine Stellplatzkarte schauen und dort findet ihr dann Plätze vielleicht auf dem Weg Richtung Spanien. Wir überarbeiten gerade die Haco-App, wird noch ein bisschen dauern, vielleicht ein paar Wochen noch, und dann gibt es eine neue Version. Die wird dann umfangreicher und ich hoffe auch besser für alle Camper sein. Bei der Gelegenheit bedanke ich mich gern mal bei meinen Enkelkindern Carina und Nils. Die sind zuständig für die App und auch für die Internetseite. Darüber habe ich mich mal gefreut und hoffe, dass es weiterhin so gut klappt. Ja, wir haben den 26. Oktober, ist ein Samstag, und wir sind startklar mit unserem Wohnmobil. Unsere Spanienreise beginnt. Heute werden wir die ersten 150 Kilometer, vielleicht auch 200 zurücklegen, wissen wir noch nicht ganz genau. Und ja, und dann geht es Step by Step weiter, bis wir dann letztendlich nicht irgendwann, aber dauert bestimmt irgendwie eine Woche und vielleicht noch ein paar Tage länger, bevor wir dann in Spanien sind. So, und jetzt steigen wir ein und es geht los. Ja, das war's wieder mal. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.